Wir haben einen neuen Clip zu Jurassic World Rebirth bekommen. Einen Clip, der uns ein bisschen mehr über den neuen Tyrannosaurus Rex und den Mutadon verrät. Ja, in diesem Video hier werde ich den komplett neuen Clip einmal für euch analysieren. Und so viel kann ich schon mal von vornherein sagen. Es wird hier zu minimalen Spoilern kommen, zu verschiedenen Dinosauriern, zu dem Mutadon und zu einigen anderen Dingen. Seid ihr dessen auf jeden Fall bewusst? Und dann würde ich sagen, legen wir sofort los. Viel Spaß mit dem Video. Gehen wir rein in die Analyse zu Jurassic World Rebirth Bringing Dinosaurs to Life, dem neuen Clip zu Jurassic World Rebirth, wo es tatsächlich neue Clips gibt, deswegen Achtung, Spoilergefahr. Letztes Mal, wir quatschen jetzt hier über alles, was wir gesehen haben. Die gesamte Szene mit dem Tyrannosaurus Rex im Fluss wurde uns, glaube ich, jetzt schon gezeigt. Zumindest kann ich mir sehr gut vorstellen, wie die Szene anfängt und auch wie sie endet. Kann man jetzt kritisieren. Auf der einen Seite kann man aber auch einfach sagen, man muss ja nicht alles gucken, was rauskommt. Ich meine, ich halt schon. Aber wir werden auch da jetzt mal ein bisschen weiter analysieren. Das hier kennen wir auch schon alles, ne? Wo wir jetzt halt hier sehen, die Familie, ich habe den Namen jetzt wieder vergessen, die aber auf jeden Fall versucht, vor dem T-Rex zu flüchten mit diesem Schlauchboot. Das kannten wir so auch. T-Rex dann auch so schön langsam auf die Familie zuläuft und dann eben ins Wasser reingeht und einfach anfängt zu schwimmen. Sehr, sehr geiler Shot auf jeden Fall. Das ist ein neuer Shot gewesen zum Beispiel mit dem Originalbrüllen, mit dem Originalschrei vom T-Rex. Ich habe auch schon mal gelesen, dass das Brüllen trotz allem etwas anders dargestellt werden soll. Es fällt mir persönlich nicht auf. Ich habe es aber jetzt schon öfter gehört. Da wird wohl auch was dran sein. Trotz allem erkennt man natürlich den Urschrei des Original T-Rex von Rexy hier wieder. So, jetzt bin ich ja einer, der eigentlich immer sagt, wie geil das aussieht. Ne? Ich mag das CGI in dem Film wirklich extrem gerne. Ich mag nur diesen Shot hier nicht unbedingt so gerne. Ich finde, ich weiß nicht, das ist so dieser klassische T-Rex-Shot, den haben wir jetzt schon tausendmal gesehen. Das leicht von der Seite und dann auf einmal der Kopf muss dann groß in die Kamera reinbrüllen und das kennen wir halt so schon. Trotz allem sieht es immer noch sehr, sehr geil aus. Der T-Rex ist wieder mal eine Bedrohung. Er gefällt mir ultra gut vom Design her. Und obwohl er hier am Anfang, bin ich der Meinung, hier hat er im zweiten Trailer hier nicht noch viel grünlicher gewirkt? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Der sieht für mich jetzt hier mehr nach Details aus als im zweiten Trailer. Ist aber vielleicht einfach nur Quatsch, was ich gerade erzähle. Ja, auf jeden Fall haben wir dann hier jetzt eben diesen neuen Shot und der T-Rex kommt wirklich sehr nah an das Boot ran. Das wird eine sehr, sehr spannende Szene werden, wo ich einfach glaube, dass keiner von der Familie Delgado heißen sie. Danke. Dass keiner von der Familie Delgado dabei sterben wird. Ich glaube es nicht. Den Vater könnte es aber irgendwann treffen im Verlauf des Films. Wir wissen auch noch nicht, wie das Ganze chronologisch später sich abspielen wird, ob die Szene an der Tankstelle davor kommt oder eben danach. Wenn die Szene mit der Tankstelle danach kommen sollte, dann wissen wir, dass die Familie überlebt komplett. Ja, auch hier dann eben, dass man eben dann merkt, okay, der T-Rex, der kommt sehr nah ran an das Boot, fängt erstmal an zu brüllen, die gucken hier schon komplett panisch und dann macht es einfach zack und er schmeißt das um. Ihr merkt also, wir bekommen jetzt nach und nach immer mehr kleine Snippets von dieser Szene, die uns dann quasi, naja, das ausfüllen, das wir eben schon kannten aus Trailer 1, aus Trailer 2 und aus gewissen Making-ofs. Ja, hier haben wir jetzt wieder die Tankstelle, die wir auch schon kennen. Die Tankstelle, die erneut, das fällt hier in einem ganz kurzen Clip nochmal auf. So minimal, aber es fällt trotz allem auf, dass es auch immer wieder gezeigt wird. Die ist hier noch dunkel. Ne, hier ist kein Licht. Aber ein Frame weiter geht das Licht plötzlich an. Und ich frage mich, wieso, wenn alle unsere Helden doch da sind. Es fehlt nur ein einziger. Es fehlt hier nur Dr. Martin Krabs bei der Geschichte. Und es fehlen auch sehr viele Statisten, fällt mir gerade auf. Ne? Wir haben im ersten Trailer und im zweiten auch noch ein paar Statisten gesehen, die wahrscheinlich als Dino-Snacks herhalten müssen. Die fehlen jetzt hier alle schon. Muss nichts bedeuten. Die können auch einfach mit Mr. Krabs unterwegs sein, was ich auch irgendwie glaube, dass die den irgendwie beschützen oder so ein Kram. Macht Martin Krabs hier gerade den Strom an. Denn wir wissen schon, wie diese Szene ablaufen wird. Das Licht flackert in der
und der Frame zeigt es einmal aus und einmal an. Nein, 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 nein. Es gibt im zweiten Trailer, nee, Quatsch, es gibt im Clip, den wir vor diesem Clip hier bekommen haben, einen längeren Shot, wo du siehst, wie das Licht wirklich angeht. Das geht wirklich komplett an, das Licht. Und ich denke mir halt, dass Mr. Krabs ist der Einzige, der gerade fehlt, dass der vielleicht versucht, den Strom anzuschalten, das eben jetzt auch macht und dann geht's richtig los. Könnte ebenfalls wieder so eine Referenz sein an Ellie Sattler macht den Strom an und dann kommt Tim in Gefahr dadurch. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Die Szene wird ja wie folgt ablaufen. Wir werden sehen, wie Velociraptoren hier auftauchen. Das steht zumindest so in der Empire-Zeitschrift. Dann soll eine Szene kommen, in der wir sehen, wie sich unsere Helden vor den Raptoren verstecken in dieser Tankstelle. Und dann kommt Martin Krabs zurück und hält eine Waffe auf die Raptoren. Und dann hauen die ab. Und dann kommt aber später raus, ne, die sind gar nicht abgehauen wegen den Waffen. Die sind abgehauen wegen den Mutadon, die auftauchen. Ja, jetzt habe ich zu dieser Aussage von der Empire aber gleich ein Problemchen. Dazu kommen wir jetzt gleich. Like they really existed, and I think it's never left our Ja, da ist er. Okay, ey, ich habe gerade Mist erzählt. Martin Krabs ist doch mit dabei. Nee, Moment, aber Martin Krabs ist ja, der kommt ja mit dazu, als die Raptoren abhauen, genau. Die Raptoren hauen dann hier ab und dann muss er schon da sein, weil er ja die Waffe auf die richtet. Und das Strom ist jetzt auch schon wieder an. Das heißt, er hat vielleicht wirklich den Strom angeschaltet oder irgendwie sowas. Das kann immer noch sein. Genau. genetics, this fear of a bigger creature come in and dragging one of us away. Ja, er sagt es ja auch eben gerade, a bigger creature comes in, sagt Gareth Edwards. Also nach dem Motto, eine größere oder eine gefährlichere Kreatur kommt eben jetzt mit dazu. Das wurde ja auch schon mal verglichen, dieser Moment hier mit Spinosaurus tötet den T-Rex in Jurassic Park 3. Was ja auch nur zeigen sollte, ja, der Spinosaurus ist jetzt die nächste große, geilere, krassere Bedrohung als der T-Rex. Laut Gerüchten soll das jetzt hier auch eine Szene sein, wo wir das mit den Raptoren mitbekommen. Die Raptoren sollen da sein, werden dann aber von den Mutadons, Mehrzahl, verscheucht und scheinbar soll sogar ein Velociraptor von einem Mutadon umgebracht werden dabei. Um uns zu zeigen, ja, die Mutadons sind jetzt die neue große Bedrohung neben den Raptoren. Deswegen gibt es auch jetzt zahlreiche Theorien da draußen, die meinen, die Raptoren könnten hier ultra wenig Screentime bekommen, weil die Mutadon diese Screentime einnehmen werden. Und ich könnte es mir inzwischen vorstellen. Ich könnte es mir inzwischen wirklich vorstellen. Hier, da haben wir jetzt den einen Shot mit dem Mutadon, wo er eben reingesprungen kommt. Und ey, ich kann mir wirklich vorstellen, dass das... Hier haben wir auch immer so Kratzer bei Martin Krabs an der Seite schon, dass er vielleicht sogar schon von einem Raptor angekratzt wurde und das auf jeden Fall hier könnte die Szene sein, wo die Mutadon auftauchen, kurz nachdem die Raptoren abgehauen sind und sich eben alle fragen, warum sind die auf einmal abgehauen. Und dann kommt raus, wegen den Viechern hier. Ja, die bewegen sich auf jeden Fall auffällig cool, finde ich. Ich habe mir gedacht, dass die jetzt irgendwie ein bisschen blöd aussehen beim Laufen oder beim generell sich bewegen. Finde ich jetzt hier zum Beispiel gar nicht. Das sieht schon sehr cool aus, auch wenn es nur ein minimaler, ganz kleiner Shot ist. Ja, auch hier die Szene kennen wir schon. Zack, Zora Bennett rennt weg vor dem Mutadon und der klatscht einfach gegen das Fahrzeug. Das kannten wir auch schon soweit. Jetzt kommen wir zum sehr interessanten Part. Achtung. Ja. Das sind wieder diese ganzen Marketing-Sprüche. Der Regisseur, der kann den ganzen Film mit seinen Gedanken bereits sehen. Sollte jeder Regisseur machen können, finde ich. Glaube ich mal, oder? Das sollte schon so sein, aber du machst natürlich Leute auf den Film heiß. Und ich gönne es Gareth Edwards, wenn dieser Film der beste Film von allen Jurassic-Filmen wird. Ich glaube, mehr wird da nicht kommen. Vielleicht für viele noch besser als Jurassic Park 3. Das würde ich ihm auf jeden Fall gönnen. Aber das ist natürlich alles jetzt so Marketing. Gerede, ne? Ja. Und dass er wirklich ein unique Storyteller ist, das kann man eigentlich schon bestätigen. Er hat für mich den besten Godzilla Monsterverse Film gemacht. Er hat auch für mich den besten Star Wars Film unter Disney gemacht. Und den besten Star Wars Film nach Episode 3. Also Episode 3, 4, 5 und 6, dann Rogue One. Ja, das würde ich schon so bei mir ranken. Also da kann man es auf jeden Fall stehen lassen. Gareth Edwards macht das schon relativ geil. Ich habe The Creator noch nicht gesehen. Da soll es ein bisschen an der Story hapern, habe ich aber gehört. Aber das CGI soll halt da wieder grandios sein. Ne?
Auch hier, da sieht man nochmal ganz schön, ich will es nicht immer wieder erwähnen, aber wie echt der Dschungel einfach aussieht und dass der im Film sieht er halt irgendwie nicht ganz so echt aus mehr, weil da einfach so Filter wieder draufgelegt werden. Das ist ein bisschen schade, aber wahrscheinlich dann später in der generellen Atmosphäre egal. Er hier zum Beispiel ist einer von den Statisten, er wird vielleicht mehr sein als ein Statist, aber ich glaube auch er ist dafür da, um irgendwie zu sterben. Er könnte die Person sein, die einen Eddie Carr-Tod bekommt oder einen Sarah-Tod. Also diese krassen Tode, die man sich eben auch merken wird. Und ich habe das Gefühl, dass er dem Quetzalcoatlus zum Opfer fällt. Das ist meine Vermutung. Gucken, ob es später stimmt. Hier. Das sieht schon geil aus, ne? Das sieht schon. Bei mir ist wirklich nur dieser eine Shot ein Problem, wo die Titanosaurier auftauchen. Dieser erste Shot, da denke ich mir immer, das ist mir zu viel Licht, das ist mir zu grelle Farben. Das sieht jetzt hier wieder ultra geil aus. Gefällt mir, schön entsättigt, schön düster mit Nebel eben noch drin und sie warten eben durchs Wasser. Wäre der perfekte Moment für eine Titanoboa gewesen. Die wir aber wohl nicht. Das hier, schätze ich einfach mal, könnte eine Szene sein, wo es ihn einfach trifft hier an der Seite, wo er sich opfern wird vielleicht oder wo er auf jeden Fall dann stirbt. Ne, kennen wir aber auch schon jetzt hier die Szene, nur die Shots, die wir jetzt gleich sehen, sind nochmal neue. Das hier, glaube ich, dieser eine Shot, den kannten wir so auch noch nicht, ist wie gesagt auch wieder ein ganz kleiner, ganz kurzer Shot, aber ich glaube, dass das so auch ein neuer kleiner Snippet ist, den wir so noch nicht ganz kannten. Und hier hat er sogar einen wesentlich längeren Hals, merke ich gerade, ne? Das sieht jetzt hier wesentlich mehr aus wie ein Quetzalcoatlus als davor. Ein wuchtiger Shot hier. Da siehst du, was sie gemeint haben, als geschrieben wurde, ja, der neue T-Rex ist definitiv größer, aber auch vor allem wesentlich wuchtiger und bulliger als Rexy. Und ich finde, das konnte man vorher immer nur so glauben. Da hat man sich halt gedacht, okay, wenn das der Regisseur erzählt, dann ist es halt so. Der hat jetzt ja gerade so die Macht über den Kanon. Und wenn der eben meint, es ist Kanon, dass dieser T-Rex größer als Rexy ist, ist es eben so. Jetzt finde ich das erste Mal, da merkst du, was für ein wuchtiges Vieh das ist. Definitiv auch mehr angelehnt an den Original-T-Rex, also wie er früher echt war, weil da war der T-Rex auch wesentlich bulliger vom Körperbau her. Das finde ich sehr schön hier mit dem Bauch ein bisschen dicker, ein bisschen breiter, einfach ein bisschen massiger. Schön in der Markus-Rühl-Phase. Das sieht schon echt geil aus. Wehe, der stirbt hier in dem Film. Wenn ihr daraus eine Trilogie macht, dann bitte öfter mit so dem T-Rex. Und ich gehe sogar so weit und sage, dass der vom Design her gefällt er mir am besten. Besser als Rexy, besser als Buck und Doe, besser als der Bull-T-Rex, obwohl das Grüne bei dem war ganz geil. Das hier ist aber der geilste T-Rex vom Design her, vom physischen her, von der Optik generell. Ja, jetzt muss er nur noch irgendwas bringen. In der Szene. Dann bin ich voll zufrieden damit. Richtig geil. Ab sofort heißt der jetzt Bull Rex. Eigentlich müsste der jetzt hier den Namen Bull T-Rex bekommen. Ja, ja. Guck, wie er dann, das sieht echt mächtig aus. Und ich verstehe auch inzwischen, warum man wirklich gesagt hat, ey, der Film wird euch einen Hauch an Peter Jacksons King Kong erinnern. Diese gesamte Szenerie hier mit dem Wasser im Hintergrund, dieser schönen tropische Thailand-Dschungel, das ist schon Peter Jacksons King Kong-Feeling in einer sehr, sehr guten Art. Ich hab so richtig Bock auf diesen Film. Ich verstehe nicht, wie man sowas sieht und sich dann wirklich daran aufhängt, dass da auch Mutanten im Film vorkommen. Ich raff's wirklich nicht. Man darf es ja kritisieren, aber hängt man sich so krass daran auf, dass der D-Rex ein Mutant ist? Ich meine, die Mutadon, ja, hängen auch an der Decke gleich, wie Fledermäuse, aber wenn ich dann doch das hier sehe, dann bin ich doch eigentlich wieder voll im Reinen damit. Ich meine, ich habe auch keine Probleme mit den Mutanten, aber auch für andere Leute. Da muss man sich doch einfach drüber freuen, über die ganze Geschichte. Ich glaube, dass das hier sogar mitunter die heftigste Einstiegsszene aller Jurassic-Filme wird. Was haben wir denn zuvor gehabt? Gut, die Szene aus Jurassic Park 1 war natürlich legendär mit Joffrey. Wird auch weiter wahrscheinlich die krasseste bleiben. Vielleicht sogar die krasseste nach der, also auf Platz 2. In The Lost World hatten wir die liebe Cathy, die von den Kompis angegriffen wurde, haben wir aber nie gesehen.
Hat es ja auch überlebt. Das war okay, aber auch nicht viel mehr. Dann hatten wir Jurassic Park 3. Die Anfangsszene war jetzt auch nicht weltbewegend. Ne? Hast halt gesehen, dass da das Boot auf einmal blutig war und die Menschen waren weg und dann sind die abgestürzt. Jurassic World 1 hatte keine gute Anfangsszene gehabt. Da hatten wir einen CGI-Indominus Rex, der dann die Schale weggemacht hat. Wie der Raptor im ersten Jurassic Park-Film. Da war kein wirklicher Oha-Effekt dabei. Fallen Kingdom war noch eine sehr coole Eröffnungsszene gewesen, aber kommt hier, glaube ich, auch nicht unbedingt dran. Und dann Teil 1 auch nicht. Dominion hat dann gar keine krasse Eröffnungsszene gehabt, in dem Sinne von, dass da irgendein Unfall passiert, ein krasser. Ich glaube, dass diese Szene hier vielleicht sogar heftiger wird als die aus Jurassic Park 1. Nicht unbedingt besser, aber heftiger wird. Das ist sieht schon ziemlich fies aus, ne? Das hier auch, wie er ihn dann so packt und dann. Er wird ja auch dann einmal noch so komplett rumgeschleudert und ich frage mich, ob der D-Rex ob er den wirklich frisst oder ob er den zerquetscht oder irgendwas. Und der Schauspieler muss den Spaß seines Lebens haben. Ich würde vielleicht kotzen, wenn ich da hängen würde. Da ist die Kamera, da ist ich glaube, ich würde vielleicht kotzen. Das ist also eine Behind-the-Scenes-Szene jetzt auch hier. Ne? Er packt ihn, zack, und dann wird er einmal rumgedreht. Er freut sich hier seines Lebens, jawohl. Dreh ihn weiter, dreht ihn schneller, schneller, schneller. Da. Sie hängen an der Decke. Das ist jetzt das Problem, was ich damit habe. Die Empire hat uns erzählt, dass die Velociraptoren eine Szene bekommen, wo sie in der Tankstelle auftauchen werden. Unsere Helden verstecken sich vor den Velociraptoren in der Tankstelle. Das hier sieht aber so aus, als wären die Mutadon schon immer da drin gewesen. Als würde der gerade aus dem Schlaf aufwachen, oder nicht? Also bekommen die Raptoren wirklich nur eine Szene, wo die ganz kurz auftauchen, dann wieder wegrennen, einer wird umgebracht und das war's? Ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Dass die Raptoren komplett ersetzt werden gegen die Mutadon. Weil warum wurde denen denn sonst ein neues Design verpasst? Das geht mir nicht in den Kopf rein. Aber trotz allem hier sehr geile Szene mit dem Mutadon. Gefällt mir echt gut, dass die halt wie Fledermäuse sich verhalten. Wo man jetzt auch schon davon ausgehen kann, ist da Fledermaus-DNS drin oder irgendwas, keine Ahnung, aber ist schon ziemlich geil. Ja. Genau, es wurde nämlich auch gesagt, wir bekommen eine Referenz an die Szene in der Küche aus Jurassic Park 1, das ist jetzt die hier, nur dass wir jetzt eben in der Tankstelle eben drin sind. Jetzt können wir auch hier sehen, da ist überall Wasser am Boden, alles überflutet. Das heißt, der Fuß, den wir im ersten Trailer gesehen haben von der Raptorenklaue, scheint auch vom Mutadon zu sein und eben nicht vom Velociraptor. Hier. Nicht beschweren. Ich will mich gar nicht drüber beschweren, aber es ist so, wenn es zu viele Referenzen werden, dann wird es sehr, sehr schnell so ein Film, der einfach sagt, ja, wir wissen, dass der erste Film geiler war. Ne, das ist immer so ein Ding, macht euer eigenes Ding. Hier ist wirklich der Shot 1:1. Das hier ist eigentlich Lex. Und es war andersrum. Es war von rechts nach links. Jetzt ist es hier von links nach rechts. Das ist der einzige Unterschied. Und dass dann der Raptor mit dem Schwanz noch abgeräumt hat in der Küchenszene. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber sie bewegen sich auch wesentlich mehr tatsächlich wie echte Dinosaurier. Dieses vogelartige, schnelle Gucken ist sogar mehr Raptor als die Raptoren in Jurassic Park 1. Dieses schnelle Zick, 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 zick. Da gibt es ja auch das eine Video, wo man wirklich die Raptoren 1:1 nachgestellt hat. Was wäre, wenn Deinonychus in Jurassic Park 1 gewesen wären? Auch komplett mit Federkleid und allem. Und die bewegen sich auch so wie Vögel, so ganz schnell mit dem Kopf, wie es halt Vögel auch machen. Das macht Sinn, dass das die Raptoren auch gemacht hätten. Von daher wirkt er hier gerade mehr wie ein Dinosaurier als die Velociraptoren. Ich weiß, krasser Take, aber es ist so. Hier. Ist cool, ist auf jeden Fall. Generell, anscheinend machen die das die ganze Zeit. Das ist super cool. Mit dem schnellen Zick, 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 Zick. Und die wirken unheimlich, definitiv, ja. Da wir jetzt aber auch hier die Szene bekommen, mit den Mutadon
können hier auch die Raptoren nicht noch einmal dieselbe Szene bekommen haben. Das heißt, die Raptoren tauchen auf jeden Fall nicht in der Tankstelle auf. Aber die kommen davor. Die Empire hat einfach gelogen, aus marketingtechnischen Gründen. Aber warum willst du sowas erzählen und dann stimmt einfach gar nichts davon? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Die Raptoren werden hier auftauchen. Wir haben ja auch schon gesehen, dass dann da diese Menschen mit den Raptorköpfen rumlaufen, die ja dann die Raptoren mimen sollen für CGI später. Die können allerdings auch für die Mutadon da sein, ne? Das wissen wir halt auch nicht. Aber ich mache mir da echt Sorgen um die Velociraptoren, dass die wirklich in diesem Film nur dafür da sind, um als Opfer hingestellt zu werden, um uns zu zeigen, ja, die Neuen sind aber krasser, die Mutadon. Wenn das die einzige Rolle von den Velociraptoren ist, wäre ich schon ein bisschen traurig. Ja, auch das hier. Eher. Die Szene, in welcher der Velociraptor näher an Tim rankommt und dann schlägt Lex so mit dem Schlüssel, wollte ich gerade sagen, mit dieser Kelle auf den Boden, um die abzulenken, die Raptoren, ne? Wisst ihr noch, wie der Raptor dann über den Schrank drüber guckt? Genauso. Und auch hier scheint wirklich ein Geräusch zu passieren, das den ablenken soll. Ne, irgendwas klappert da und dann guckt er erst. Das ist eine coole Szene wahrscheinlich, eine sehr geile Szene, aber wenn das der Punkt ist, dass ihr immer wieder behauptet, der Film wird sich anfühlen wie Jurassic Park 1, dass ihr einfach sehr viele Szenen davon noch einmal wiedergebt, nur eben anders, ist das nicht so das Argument, das ich dahinter sehe, hinter der Film ist wie Jurassic Park 1. Dann ist das so nicht das, wo ich mit gewettet habe, aber es sieht cool aus. Bleiben wir ganz mal dabei. Der Ding sieht cool aus, der Mutadon sieht sehr cool aus. Das Auge könnte hier sogar blind sein, sieht ein bisschen so aus, aber das Design gefällt mir sehr gut. Er hat auch die Krallen vom Velociraptor, das sieht alles schon ziemlich cool aus. Und da bin ich sehr zufrieden mit, wie die aufgebaut werden gerade, dass die auch wirklich dann so eine Art von Raptoren-Szene bekommen. Gefällt mir alles sehr, sehr gut. Auch das hier. Wir sehen hier zuallererst wahrscheinlich den Mutadon nur hier, so, könnte ich wetten. Und dann gehen die erst nach draußen und dann zeigt er erst, dass er auch Flügel hat. Das ist dann quasi der Effekt, den der Dilophosaurus in Jurassic Park 1 hatte. Ne, der kleine, süße Dilophosaurus, aber mit der zum Monster mit dem großen Kragen. Das wird eher ähnlich haben, schätze ich. Einige Szenen zu geben, die wirklich dann Schlag auf Schlag auf Schlag gehen. Was nicht schlimm ist. Wichtig ist einfach nur, dass diese Szenen auserzählt sind. Nicht wie in Jurassic World Dominion, dass einfach nur Saurier durchs Bild durchlaufen. Dann ist gut, scheißegal, was da passiert. Hier scheinen wirklich bestimmte Szenen zu passieren, über die man komplett reden kann. Der Mosasaurus scheint irgendeine Szene zu bekommen, die komplett auserzählt ist. Der bekommt so diesen Raum auf dem Boot oder auf dem Schiff. Die bekommt der Mosasaurus einfach geschenkt. Die Spinosaurier wissen wir noch nicht genau, ob die auch nur im Wasser auftauchen, ob die auch nochmal an Land kommen. Die Mutadon könnten so die Tankstellen-Szene bekommen. Der D-Rex wird öfter auftauchen, klar. Der T-Rex ist dann hier ganz klar in der River-Szene mit dabei. Die bekommen alle so ihren eigenen großen Moment. Das ist genau das, was ich sehen will. Weniger Saurier, aber gebt denen ihren großen Moment. Quetzalcoatlus auch, hat seinen Augenblick. Titanosaurus hat seinen Augen, das ist richtig geil. Und dann können auch ein paar Saurier von mir aus mal hinten durchs Bild huschen, das ist mir dann egal. Solange wir aber auch so Fokus-Dinosaurier haben, die eine Szene bis zum Ende fertig erzählt haben. Und die Mutadon dürfen auch gerne. Der neue Shot. Ich denke mal, wir werden da jetzt noch ein paar Making-ofs bekommen, bevor der Film rauskommt. Noch ein paar TV-Spots auch, wie gesagt. Wenn man da nicht gespoilert werden will, einfach nicht anschauen. Auf meinem Hauptkanal aber werden wir das Thema auf jeden Fall immer behandeln. Ja.